Diese unglaubliche Geschichte ereignete sich in Norwegen. Ella war eine ältere Frau, die in einem kleinen Haus am Rande der Stadt lebte. Sie war zwar schon Mitte 70, aber das hielt sie nicht davon ab, täglich spazieren zu gehen und die wunderschöne Natur Norwegens zu genießen. Meist war sie in den naheliegenden Wäldern unterwegs und es kam nie zu Zwischenfällen. Doch eines Tages geschah etwas Ungewöhnliches. Als die Frau wie so oft durch den Wald ging, hörte sie einen Schuss. Es war unüberhörbar und überraschend nah. Als sie sich umschaute, sah sie keinen Jäger, aber sie wusste, dass er da draußen sein musste, um die Hirsche zu jagen, die in dieser Gegend gerne umherzogen. Sie setzte ihren Spaziergang schließlich unbeeindruckt fort. Doch nur wenige Schritte weiter sah sie etwas Erschreckendes. Ein Hirsch lag mitten auf dem Weg vor ihr. Er war offensichtlich angeschossen worden und geflohen, aber er hatte keine Kraft mehr und war dort zusammengebrochen. Ella machte sich Sorgen um seine Gesundheit und lief zu dem Tier hin. Sie bemerkte, dass er noch relativ klein war und beschloss, dem Tier zu helfen. Trotz seiner vermeintlich geringen Größe brachte sie das Tier mit großer Anstrengung bis zu ihrem Haus. Sie war keine Fachkraft und hatte keinerlei medizinische Ausbildung. Aber sie wusste, dass sie diesem Hirsch auf jede erdenkliche Weise helfen musste. Sie würde vielleicht nicht in der Lage sein, sein Leben zu retten, aber sie würde in jedem Fall ihr Bestes versuchen. Sie legte das Tier auf die Veranda und lief los, um ihm Futter und Wasser zu bringen. Sie stellte die Schüssel neben den Kopf des Hirschs. Allerdings zeigte er wenig Interesse daran. Ella sah sich die Wunde an, behandelte sie mit Desinfektionsmittel und verband sie mit Tüchern und Verbänden, die sie im Haus hatte. Es gelang ihr sogar, den Hirsch dazu zu bringen, ein paar Schmerzmittel zu nehmen. Sie wusste nicht, ob normale Schmerzmittel überhaupt eine Wirkung auf ein Tier haben würden. Aber einen Versuch war es wert. Sie deckte den jungen Hirsch mit einer dicken Decke zu und ließ ihn auf ihrer Veranda ruhen. Jetzt konnte Ella nur noch abwarten. Vielleicht hatte sie geholfen, vielleicht aber auch nicht. Jetzt hing alles vom Glück ab, ob der Hirsch die Nacht überstehen würde. Ella ging mit geringen Hoffnungen ins Bett. Umso überraschter war sie am nächsten Morgen, als sie den Hirsch nicht nur lebendig, sondern auch mit erhobenem Kopf und Blick vorfand. Der Futter- und Wassernapf war leer, also hatte er offensichtlich gefressen und getrunken. Ella eilte in die Küche, um mehr zu holen. In den nächsten Tagen kam der Hirsch allmählich wieder zu Kräften. Es schien, als sei die Wunde nicht allzu schlimm und als hätte das Tier Glück gehabt, dass sie sich nicht infizierte. Ella wechselte den Verband regelmäßig und hielt die Wunde sauber. Bald darauf begann die Wunde zu verschorfen und langsam aber sicher zu heilen. Der Hirsch schien von Tag zu Tag kräftiger zu werden und zwischen ihm und Ella entwickelte sich ein seltsames Band der Freundschaft. Der Hirsch verstand, dass Ella da war, um zu helfen. Eines Morgens wachte Ella auf und stellte fest, dass der Hirsch nicht mehr auf ihrer Veranda stand, wo sie ihn das erste Mal hingebracht hatte. Er war in ihrem Garten und lief langsam umher. Da die Wunde am oberen Ende seiner Vorderbeine war, hinkte er ein wenig, aber er schien sich daran zu gewöhnen. Das Tier schien keine allzu großen Schmerzen zu haben und humpelte fröhlich zu Ella hinüber, als sie aus der Tür kam. Sie fütterte ihn mit etwas Brot und stellte ihm Wasser hin. In den nächsten Monaten blieb der Hirsch in der Nähe von Ellas Haus. Er wurde von Tag zu Tag kräftiger und schon bald wurde sein Hinken besser, und er konnte wieder ganz normal gehen, als wäre er nie angeschossen worden. Er hatte großes Glück gehabt, denn es hätte viel schlimmer kommen können. Hirschfleisch ist eine Delikatesse und man kann alle möglichen köstlichen Gerichte daraus zubereiten. Deshalb werden sie auch so gerne aufgespürt und gejagt. Auch Ella liebte den Geschmack, konnte es aber nicht ertragen, ein armes Tier so leiden zu sehen. Es hätte ihr das Herz gebrochen, das liebe Tier so langsam und qualvoll sterben zu sehen. Deshalb hatte sie Mitleid mit ihm gehabt. Hätte sie nicht eingegriffen, hätte der Jäger das sterbende Tier aufgespürt, ihm den Garaus gemacht und es für sein Fleisch geschlachtet. Auch das Geweih eines Hirschs ist eine wertvolle Ware, und viele Jäger schneiden es vom Kadaver ab und verkaufen es. Es ist eine traurige Tatsache, dass je beeindruckender das Geweih eines Hirschs ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass das Tier deswegen gejagt wird. Ella war keineswegs Vegetarierin, aber etwas brachte sie ab und zu dazu, darüber nachzudenken. Mit dem Einsetzen des Sommers begann der Hirsch weiter in die Wälder zu ziehen und tagelang nicht zu Ellas Haus zurückzukehren. Irgendwann kam er aber zurück, um sich streicheln zu lassen und eine Schüssel voller Futter zu bekommen. Die Jahre vergingen und der Hirsch wurde groß, stark und mächtig. Dennoch kam er immer wieder zurück, um seine Retterin zu besuchen. Den ganzen Winter über kam er jeden Tag und klopfte sanft mit seinem mächtigen Geweih an das Fenster, um Ellas Aufmerksamkeit zu erregen. Sie brachte ihm etwas Brot und setzte sich eine Weile zu ihm. Es wurde zu einer Art Routine für sie. Es war nie eine Last. Sie fühlte eine Art Verantwortung und Liebe für das majestätische Tier. Und sie war froh und stolz, dass er immer wieder zu ihr zurückkam, um sich für ihre Hilfe zu bedanken. Als sie nach vielen Jahren über die Beziehung zu ihrem Hirsch sprach, sagte die 81-jährige Ella:
Wenn er ans Fenster kommt, steht er da und wartet auf mich. Ich kann sehen, wie er versucht, durch die Vorhänge zu spähen, bevor ich sie öffne. Er wartet einfach draußen darauf, dass ich komme und ihm Brot oder etwas Ähnliches gebe. Es ist ein schönes Tier und hat ein großes Geweih. Er ist die Traumtrophäe eines jeden Jägers, aber zum Glück versucht jetzt keiner der Jäger, ihn zu erlegen. Im Winter kommt er öfter zu mir. Im Sommer und Frühling kommt er kaum, weil er weit in die Berge reist. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn er vorbeikommt. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir unbedingt dieses Video ansehen. Ein Rentier fleht einen Obdachlosen um Hilfe. Als er den Grund erkennt, verständigt er die Polizei. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.